Ich habe Weihnachtskarten für meine Familie gestaltet. Ich habe mich inspirieren lassen von einem Pin, den ich auf Pinterest entdeckt habe vor einiger Zeit, und habe mich inspiriert davon dran gemacht, die Stilistik einfließen zu lassen in den eigenen Entwurf. Das heißt, ich habe mir eine eigene Szenerie überlegt. Ich fand es ganz schön, vor allem weil es dieses Jahr nicht möglich war, Weihnachtsmärkte zu besuchen, zumindest nicht so, wie wir es klassischerweise kennen, eine Weihnachtsmarktszenerie darzustellen mit eben Girlanden und Glöckchen und Lichtern und Buden. Ich habe die Farbstimmung von meiner Inspiration aufgegriffen und eben in meiner Farbpalette umgesetzt. Ich mochte es ganz gern, dass bei dem Motiv die Negativflächen, also die Flächen, in denen das Papier noch zu sehen war, dass diese Flächen eben den Schnee darstellen. Ich habe dann das Motiv eingescannt und habe die Karten dann ausgedruckt und zugeschnitten. Der Look der Karten wirkt sehr kindlich und erinnert mich total an Poesieeinträge von früher aus der Grundschulzeit. Der Dezember und das Jahresende ist für mich immer eine Zeit, besonders in diesem Jahr und auch im letzten, mich eher zurückzuziehen und die Zeit ausklingen zu lassen und nach Inspiration zu suchen, auch im Alltäglichen und in den eigenen vier Wänden. Das fällt mir mit am schwersten in der Umgebung, die ich täglich um mich herum habe.
ja, spannende Motive zu entdecken. Und gerade das finde ich aber total spannend, immer wieder zu üben und zu verbessern. Auch Motive immer wieder mal neu anzugehen, zu schauen, wie sich der eigene Stil oder die Technik verändert hat, vielleicht auch der Blick verändert hat. Beim Zeichnen in Skizzenbuch ist die Hürde vielleicht auch noch mal kleiner, nicht die großen Motive festzuhalten, sondern auch alltägliche Momentaufnahmen, einfach um in der Routine zu bleiben. Ich mag das total, meine Aquarellfarben oder auch Gouachefarben auszupacken, ohne viel Druck, und einfach drauf loszulegen und zu schauen, wo das Motiv mich hinführt. Ich schnappe mir immer gern mein Skizzenbuch und zeichne, was ich sehe, den Blick aus dem Fenster oder Selbstporträts. Ich versuche, auch solche Motive immer wieder zu wiederholen, zu schauen, wie sie sich verändern. Ich, kritzel manchmal einfach drauf los und halte fest, was ich sehe, was mich interessiert. Ich bin total inspiriert von alten Briefen. Ich versuche, meine Gedanken und Gefühle, in 'ne visuelle Form zu bringen. Und auch wenn das Jahr 2021 scheinbar wenig zu bieten hatte und wir alle versucht haben, das Beste draus zu machen und, vor allem ich nicht in den Urlaub gefahren bin, nicht verreist bin, um irgendwie tolle neue Eindrücke zu gewinnen, habe ich trotzdem versucht, auch hier und auch zu Hause, inspiriert zu bleiben und die Übung, das Malen nicht zu vernachlässigen und eben auch den scheinbar unwichtigen Momenten, die Aufmerksamkeit zu schenken. Der Natur um mich herum, die ich schon immer kenne und kaum beachtet habe, hat mich dieses Jahr komplett neu berührt und ich hatte das Gefühl, dass ich meine Augen seit langem so richtig öffne und die Natur und die Motive um mich herum wahrnehme.
Mach's gut 2021.